jetzt große Flächen abdecken will, dann ist man mit so einem Starrflügler, wie man die nennt, energetisch deutlich besser unterwegs, weil die im Flug aerodynamisch fliegen. Das heißt, die erzeugen tatsächlich Auftrieb an den Tragflächen und das ist Auftrieb, den schon die Propeller nicht mehr erzeugen müssen. Und wofür auch keine Energie verbraucht werden muss. So grundsätzlich kann man insgesamt mit der allerneuesten Version der Trinity, der F90 Plus, bis zu 90 Minuten und ein bisschen mehr fliegen. Und das ist dann davon abhängig, also die Flächenleistung ist abhängig, wie hoch man fliegt und mit welcher Kamera man fliegt, weil jede Kamera hat einen unterschiedlichen Footprint, so nennen wir das, also das Areal, das die Kamera erfassen kann, und das muss prozentual in einer gewissen Überlappung stattfinden während der Mission. Und wir schaffen es mit der besten RGB-Kamera, die 42 Megapixel aufnehmen kann, in einer Stunde 100 Hektar. Und Kunden von mir haben bereits auch in einer Stunde 200 Hektar geschafft, in einer Höhe von 100 Metern. Also bei 2 Quadratkilometern ist dann ungefähr die Grenze erreicht. Durch die neue Drohnenverordnung, die nächstes Jahr kommen wird in der EU, wird es so sein, dass man bis zu 120 Meter hoch fliegen kann. Das gibt einigen Kameras ein bisschen mehr Spielraum. Dadurch schafft man natürlich mehr Fläche. Muss aber dazu dann wirklich in Betracht ziehen, dass die Auflösung ein bisschen schlechter wird wegen den 20 Metern. Vielleicht können Sie für den Anfang einfach kurz Ihren Betrieb nochmal vorstellen, nochmal sagen, mit welchen digitalen Werkzeugen Sie arbeiten, wie Sie dazu gekommen sind, digitaler zu werden. Ich muss ja jetzt sagen, altersbedingt erkennt man ja, dass ich kein Digital Native bin. Das heißt, das Thema Digitalisierung hat also wirklich auch zu Anfang meiner beruflichen Karriere eigentlich nur überhaupt keine Rolle gespielt. Das war, glaube ich, als Thema noch nicht mal erfunden. Was aber schon erfunden war und worüber man sich schon intensiv Gedanken gemacht hatte, ist, wie kann ich landwirtschaftliche Flächen teilflächenspezifisch bearbeiten? Weil das Wissen, dass eben Flächen nicht homogen sind, hat sich gerade so in unserem Gelände, was Sie ja draußen auch gesehen haben, ergibt sich ja schon aus der Topografie. Also sind die Böden anders, die Böden definieren den Standort, also will ich da was anders machen. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt, dieses Thema Precision Farming. Man wollte eigentlich genau darauf eingehen. Es gab aber noch ein ganz entscheidendes technisches Problem dahin. Es gab keine Sensorik, die Ihnen sagen konnte, wo im Feld Sie sich jetzt gerade befinden. Und dann kam eben Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre das Thema GPS auf, auch schon in der Landwirtschaft. Und das war eigentlich mein Einstieg in das ganze technische Thema. Ich war damals an der TU München, habe Landwirtschaft studiert. Und das war so viel Motivation damals, dass man gesagt hat, ja, dieses Nadelöhr, diese Tür, die man noch gebraucht hat, um Precision Farming, wie es dann später hieß, umzusetzen, hat es jetzt gegeben. Das hat mich motiviert und das war mein Einstieg. Und dann haben Sie einen landwirtschaftlichen Betrieb parallel geführt zu einer Firma. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen, wie sich das ergeben hat. 1992 habe ich von meinem Vater den landwirtschaftlichen Betrieb übernommen. Gleichzeitig wollte ich diesen technischen Zweig weiterentwickeln. Und dann fiel das Jahr 92, 93 auch noch mit der Agrarreform zusammen, also mit der ersten gemeinsamen Agrarpolitik, dem ersten Mal Förderanträge ausfüllen, mit der schlichten Frage, wie groß sind meine Flächen und kann ich der EU gegenüber nachweisen, wie groß meine Flächen sind. Und hier sehen Sie es wieder, das war das Thema GPS, Navigation, Vermessung, was dann auch den Antrieb gegeben hat, parallel zu dem landwirtschaftlichen Betrieb auch das Unternehmen Geokonzept anzufangen. Unsere erste Dienstleistung war mit mehr oder weniger selber zurechtgebastelten, das kann man echt so sagen, sehr teuren damals noch GPS-Empfängern, um Felder rumzufahren und die Größen der Felder zu vermessen. Also tatsächlich ganz einfache Dienstleistung. Okay, das heißt, Sie haben immer parallel auch selber entwickelt und dann auch angewandt? Also ja. Wie greift das ineinander? Der landwirtschaftliche Betrieb, und das drücke ich auch heute noch so aus, Landwirtschaft ist meine Passion, alles andere ist Profession. Und der wollte schon auch entwickelt werden. Ich habe damals zum Beispiel auf den Flug verzichtet. Und das ist gegangen, es ist langsam gegangen, es hat auch Rückschläge gegeben.
Aber das haben wir seither auch konsequent umgesetzt. Das heißt, es waren rein ackerbaulich, pflanzenbauliche Entwicklungen da. Und die Technik hat natürlich dazu geholfen. Wenn man länger grubbern muss, dann interessiert es einen irgendwann auch, wie kann man denn nebeneinander fahren, sodass man nicht zu viel überlappt. Beim Flug fährt man mit dem Rad in der Furche, da kann man nicht überlappen, da muss der Flug ordentlich eingestellt sein, dann geht es schon irgendwie. Es waren sehr kleine Schritte zugegebenermaßen und geschäftlich hat dann auch das Thema Precision Farming erst später in den 90ern wieder eine Rolle gespielt. Da waren wir dann so weit entwickelt, wollte ich sagen, dass dieses GPS-Thema funktional war, auch großserienfähig war und immer noch sehr teuer, immer noch nicht so genau, wie wir heute es gewohnt sind. Aber immerhin schon so, dass man es auf Maschinen aufbauen konnte. Da hat man dann die ersten Sensoren, das waren Ertragssensoren auf dem Mähdrescher, also wie viel Getreide habe ich geerntet, an welcher Stelle im Feld, um daraus eine Karte abzubilden und diesem Precision Farming sich einfach zu nähern. Das war dann der nächste größere Geschäftsgegenstand von Geokonzept. Nach dem Vermessen der Flächen ist dann tatsächlich auch die fachliche Beschreibung gekommen. Das ist heute Großserientechnik. Sie kriegen heute keinen großen Mähdrescher, wo Sie das nicht zumindest als Option einfach ankreuzen können, dann ist das drauf. Und ist auch gut so, weil Dinge, die man messen kann, muss man nicht in Modellen ermitteln. Die Trinity ist eher der Ansatz, Dinge aus der spektralen Signatur, Fernerkundung, indirekt zu ermitteln. Da muss ich schon interpolieren, da muss ich modellieren, um zu Aussagen zu kommen. Auf dem Mähdrescher ist es relativ einfach, da habe ich eine Waage drauf und die misst Kilogramm. Ich habe eine GPS-Position, das ist auf Meter genau. Da habe ich relativ physikalisch belastbare Fakten, die direkte Messungen darstellen. Und bei der Fernerkundung ist man halt schon im indirekten Bereich. Da muss Modellbildung erfolgen und da ist der Erkenntnisgewinn etwas langsamer, aber aus meiner Einschätzung umfassender und in Zukunft auch sicher unverzichtbar. Das ist jetzt die Trinity von Quantum Systems. Trinity, Genau. okay. Also sie hat jetzt gerade einen großen Bogen geflogen und hat jetzt mit ihrer Mission begonnen. Aktuell ist gerade eine RGB-Kamera und eine kleine Multispektralkamera in dem System drin. In der Multispektralkamera kann man dann zusätzlich Vegetationsindizes ausrechnen, um natürlich Vegetationswerte im Sinne von Nährstoffgehalt, Stickstoffgehälter, derartige Werte auszurechnen, um natürlich dadurch möglichst zutreffende Analysen für die Felder oder auch für generell andere Areale zu treffen. Im Notfall kann man jederzeit eingreifen, aber das Wunschszenario ist immer vorher planen und dann losfliegen und alles läuft automatisiert. Was wir jetzt gerade gesehen hatten, das ist jetzt so die aktuelle Stufe. Kann man ja, sagen? Das waren jetzt nochmal 20 Jahre im Schnelldurchlauf. Ja. Das ist dann die aktuelle Stufe, was die Erfassung angeht. Können Sie was dazu sagen, wie das nachgefragt wird? Also wie viele Kunden Sie da haben, wie das Geschäft läuft vielleicht? Also die Nachfrage könnte wie immer so in meinem Leben, vor allem als Techniker, wird man immer sagen, verstehe ich nicht, dass das nicht viel schneller im Markt Platz greift, ist doch so vorteilhaft. Es sagt uns halt immer relativ klar die Realität, auch wo vielleicht Schwellen liegen, wo auch Erkenntnisschwellen liegen, wo vielleicht auch Fähigkeitsschwellen liegen, wo ich auch sagen muss ich Paradigmen mal wechseln? Ja, ist es unbedingt wichtig, viele Stunden auf dem Feld zu arbeiten oder ist vielleicht eine investierte Stunde im Büro zur Planung nicht auch eine gut investierte Stunde? Da wenn Sie Landwirtskollegen fragen, da wird wenigstens die Hälfte sagen, ach, Büro, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, muss ich doch nicht unbedingt, ich will draußen sein. Legitim, aber trotzdem für die Großzahl der Betriebe glaube ich schon, dass sehr viel noch an betriebswirtschaftlichen und letztlich auch Nachhaltigkeitspotenzial dann gehoben werden könnte, wenn man ein bisschen mehr Planung macht. Was überhaupt die Motivation angeht, ist natürlich nicht Technologie die Motivation. Also die absolute Motivation ist, nachhaltig zu arbeiten. Das heißt, dass die natürlichen Ertragsgrundlagen erhalten und wenn möglich gefördert werden und dabei ein auskömmliches Leben für die Familie möglich ist. Das ist das ultimative Ziel.
Ja, aber das Stichwort Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall auch von großem Interesse. Also da wäre jetzt die Frage, was jetzt die digitalen Techniken angeht, würden Sie sagen, das trägt auch zur Nachhaltigkeit bei oder könnten Sie da nochmal eingehen drauf? Definitiv. Also, Und welche warum? Ja. Also der Input wird kleiner. Das heißt, ich habe meinen Input, den ich platziere, also Input heißt alles an Betriebsmitteln, von Saatgut, Kraftstoff, Dünger, Pflanzenschutz. Ich brauche sicher weniger. Der zweite Punkt ist, die Nachhaltigkeit ergibt sich ja auch daraus, dass ich bilanzieren kann. Ja, ich muss ja nachher sagen, was habe ich rausgeholt. Ich komme jetzt zu meinem Hobby Ertragskarte vom Mähdrescher. Ich habe aufgeschrieben oder idealerweise digital dokumentiert, was habe ich aufgewendet. Daraus habe ich ja Bilanz. Und dann sehe ich, was die Nachhaltigkeit ist. Daraus kann ich rein bilanztechnisch erschließen, sage, das habe ich den Boden an Humus abgenommen, das habe ich den Boden an Nährstoffen abgenommen. Und wenn ich dann in meiner Bilanz da sage und ich sage mal, wir hatten ein sehr gutes Jahr, dann habe ich mehr entzogen, als ich reingegeben habe. Weil das sind die Dynamiken, die der Boden einfach liefern kann und die muss ich auffüllen. Sonst ist das ein absehbar kurzes Vergnügen und das definiert für mich ganz wesentlich nachhaltig. In Zukunft glaube ich außerdem, dass wir noch auch einen CO2-Footprint liefern müssen als Landwirte. Das wird sicher nicht ausbleiben, früher oder später. Und ehrlich gesagt, ich freue mich drauf, weil dann können Landwirte wirklich zeigen, was sie können. Dann werden digitale Werkzeuge nicht mehr nur, ich sag mal, experimentell eingesetzt. Es wird nicht ohne gehen. Ich muss tatsächlich messen, was die Pflanze an Stoff umsetzt. Ich muss messen, was im Boden ist. Und wir haben heute schon die ersten Versuche laufen mit Sensorik, die uns genau das liefern werden. Also das wird noch mehr technische Tools brauchen, aber das ist ein Einkommen, so sehe ich sich zumindest mal mittelfristig, was die Landwirte auch werden sich erwirtschaften können. Weil viele Flächen sind einfach Sinks für CO2. Heute kriegen sie schon zu vielen, nicht vielen, aber doch zu einigen Sorten von einigen Saatzüchtern tatsächlich digitale Daten dazu geliefert. Das heißt, was soll ich damit machen? Saatstärken auf Böden, Saatstärkeplanung. Ich kann heute beim einem der größeren Züchter, wenn ich Mais ansehe, kann ich sagen, ich kaufe von dir die Sorte, hier sind meine Flächen, sag mir, wie viel davon soll ich denn da ausbringen? Und dann machen die ähnliche Dinge, wie wir machen, befliegen das, nehmen Satellitendaten, was weiß ich, alles dazu und sagen, ja, da ist die und die Sorte optimal, weil du hast die und die Durchschnittstemperatur, ihr habt die und die Wasserversorgung, ihr könnt die und die Erträge haben und das wird sich weiterentwickeln und das wird ein neuer Wissensaspekt sein und den halte ich deswegen für so wichtig. Nicht, weil ich persönlich noch viel davon haben werde, sondern weil ich glaube, dass in anderen Teilen der Welt, in denen eben die Technologie noch nicht so, ich sag mal, Standard ist wie bei uns, wird es dazu beitragen, dass die Einführung von digitalen Tools sehr schnell gehen kann. Weil die Medien, die Tools zu verteilen, sprich mobiles Internet, ist in vielen, sogar schon Entwicklungsländern, aber auf jeden Fall Schwellenländern, mindestens so hoch entwickelt wie bei uns. Ja, also die digitale Infrastruktur in Deutschland ist, wenn man es hier Precision Farming schafft, dann schaffe ich es auch in China. Ja? Dann schaffe ich es auch in Indien und dann schaffe ich es auch in Südamerika. Diese Verfügbarkeit der Tools, die Tatsache, dass ich heute mit so einem Mobiltelefon, was jeder in der Hand hat, im Prinzip meinen Anbau steuern, planen und dokumentieren kann, das finde ich ist wirklich eine gute Nachricht für die Schwellenländer, für die Entwicklungsländer, für Landwirtschaft global, auch die, die heute noch auf einem relativ niedrigen technologischen Level arbeitet, auch heute in relativ kleinen Betriebsgrößen arbeitet, weil Digitalisierung kann auch nicht unerheblich Strukturprobleme kompensieren. Ich sage mal, Indien das war für mich wirklich so ein Eye-Opener. Wie groß ist der Traktormarkt in Indien?
Und wir hatten einen Hersteller kennengelernt, der hat gesagt, ja, wir bauen 150.000 Schlepper im Jahr. Den kannte bei uns überhaupt niemand. Und man wissen muss, die größten Hersteller in Europa bauen 50.000 Traktoren im Jahr. Also der baut 3-mal so viel. Was man auch wissen muss, der Durchschnittspreis des Traktors, den er verkauft, ist 8.000 € und der hat 35 PS. Ja? Und hat er digitale Technik? Und er hat digitale Technik, das war das größte, ich sag mal ein Lacher, wo man einfach nur sieht, Lacher nur aus Dummheit, ja, weil Ignoranz wird halt manchmal bestraft. Die haben Telematikeinheiten auf ihren Treckern. Und warum haben die diese Telematik-Units drauf? Weil die Dinger verleihen. Und dann sind in einem Dorf nicht wie hier 2 oder 3 Bauern, die einen Schlepper leihweise einsetzen, sondern 100. Ja, die haben ein ganz anderes Ordnungs- und Organisationsproblem und die haben das im Griff. Eine der Theorien, die es gibt, ist, natürlich werden die Global Player versuchen, da ihre Marktmacht zu etablieren und werden sagen, die Kleinstlandwirte sind eigentlich ein sehr ergiebiges, sag mal, erpressbares Klientel. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ja, das ist in der Vergangenheit passiert, aber das wird man in der Zukunft einfach nicht mehr tolerieren. Und zwar nicht, weil wir es nicht gut finden, sondern weil es dort nicht genehmigt werden wird. Es braucht Steuerung, es muss natürlich in den Händen der richtigen Leute sein, klar, man muss irgendwie Compliance anwenden, aber die Möglichkeiten sind wirklich riesig. Und dieses Potenzial, das sollte man sich, glaube ich, wenn man über Digitalisierung in der Landwirtschaft, weil die Landwirtschaft eben global tatsächlich Nahrungslieferant ist und deswegen auch systemrelevant ist. Das ist ein ganz wichtiger Treiber, glaube ich, und der sollte auch so bleiben. Und deswegen kann man alles, was wir hier vielleicht unter relativ luxuriösen Verhältnissen mit Trinity und Co. an Modellen entwickeln, hey, das hängt irgendwann an einer Wegwerfdrohne für 10 € dran und dann hat er die und wenn die im Busch hängt, dann hat er sie eben nimmer, dann kriegt er mit dem nächsten Sack Saatgut eine neue. Ja? Die wird nicht 1000 Hektar abfliegen, das braucht sie aber gar nicht, der hat ja nur eins. Ja, vielleicht ist es auch nur ein Selfie-Stick am Telefon und das hält er über seinen Reis und das gibt es heute schon und das ist kein Joke. Das Telefon nimmt eine Aufnahme auf, die Aufnahme wird an einen Server geschickt, der Server analysiert das Bild und schickt genau das zurück, was wir mit der Drohne machen. Dann ist es gut, dass wir mit der Drohne gearbeitet haben, weil dadurch entsteht das Modell. Aber wir verkaufen da keine Drohnen, das muss man auch ganz klar sagen. Wir müssen die Modelle, ja, das ist das, was zählt. Und das wird ein super Erfolg. Da bin ich mir sehr sicher. Und der wird nicht in Europa spielen, der wird sicher ganz woanders auf der Welt spielen. Da bin ich mir auch sicher. Ein weiteres Themenfeld, was wir haben, ist so ein bisschen Datensicherheit und Interconnectivity zwischen verschiedenen Systemen. Ist das ein Thema bei Ihnen, Datensicherheit? Also wem gehören die Daten, die da gesammelt werden? Haben Sie da eine Lösung schon gefunden? Ja, die Lösung ist einfach, wir halten uns an den rechtlichen Rahmen. Also die Daten gehören tatsächlich immer dem Auftraggeber. Kritisch ist es, wenn die Daten von einer Maschine gesammelt werden, dann gehören sie streng genommen, ja, wem auch immer. Wir gehen davon aus, dass die Daten der Landwirt ist, weil der ist unser Kunde, der bezahlt uns für alles, was wir machen, der bezahlt unsere Produkte, der bezahlt unsere Dienstleistungen. Deswegen ist er per Definition Eigentümer der Daten. Und ich denke, in Europa gibt es auch tatsächlich keinen großen Spielraum, sich irgendwas anderes auszudenken, weil alles andere würde als Umgehungstatbestand zumindest juristisch hinterfragbar sein. Und wichtiger ist die Wahrnehmung, wie sehen es die Kunden? Glauben die Kunden, dass ihre Daten sicher sind? Und da ist schon aus meiner Sicht ein Move zu beobachten. Vor 5 Jahren hat jeder gesagt, Datenverarbeitung in der Cloud am landwirtschaftlichen Betrieb geht ja gar nicht. Dieser gläserne Betrieb, das war so das war der Teufel, den die Bauernschaft an die Wand gemalt hat und der Industrie, und das würdet ihr nie machen. 5 Jahre später muss man sagen, das ist überhaupt kein Punkt der Diskussion mehr. Es geht nur noch darum, ist es geregelt? Habe ich Zugriff auf meine Daten? Was sind die Nutzungsbedingungen? Wenn es bequem ist, unterschreibe ich alles.
Das ist wie die Google-Nutzungsbedingungen. Ich denke mir, ganz ehrlich, die sind in der EU im Geschäft. Die müssen sich an EU-Datenschutzbestimmungen halten. Wenn sie sich nicht halten, kriegen sie irgendwann ein ganz dickes, milliardenteures Ticket zugeschickt. Deswegen werden die sich anstrengen, das so zu machen, dass es passt. Das ist ja, ich bin einverstanden. Das ist nicht, weil ich es selber überprüft habe. Und den Kunden geht es nicht wesentlich anders. Aber jetzt Sie sozusagen als Vertreter dieser Produkte stellen damit auch sicher, dass die Daten nicht an Dritte gelangen. Das ist schon sichergestellt. Ja, das ist 100% und da gibt es auch überhaupt keine Diskussion. Zumal wir da auch gar nicht, glaube ich, in Versuchung geraten. Wir sind so ein kleiner Laden. An den 3 Daten, die wir haben, besteht kaum irgendwie von Seiten wirklich großer Organisationen ein Interesse. Ich schätze das auch so ein, dass solange das Wissen halbwegs verteilt bleibt, die Gefahr, dass es so singuläre Datenkraken geben wird in der Landwirtschaft, das halte ich für recht überschaubar. Das Einzige, von dem man sagen kann, man kann es nicht kontrollieren, tatsächlich nicht kontrollieren, ist der Einsatz von Fernerkundungsdaten. Der Satellit fliegt einfach überall drüber. Ja? Und solange der Bilder machen kann, wird der die Satellitenbilder auswertet, einen Wissensvorsprung gegenüber denen haben, die die Bilder nicht haben. Das ist tatsächlich noch global gesehen ein Riesenthema, würde ich so sehen, weil ich kann ja heute wirklich auf x Plattformen, schon am Handy anfangen, ich muss gar nicht groß in Rechentechnik investieren, sagen, ich würde mal gern wissen, was die Ukrainer dieses Jahr an Weizen draußen stehen haben. Da gibt es eine Plattform, da brauche ich mich noch immer registrieren. Da sage ich, möchte wissen, was in der Ukraine draußen steht. Dann kriege ich eine Zeitreihe über den NDVI von Weizenschlägen in der Ukraine, also ohne, dass ich einen Cent dafür ausgebe. Dann kann man sagen, wenn Wissen so frei verfügbar ist, dann ist es auch schon wieder gut. Weil dann brauche ich mir über Datenschutz ja auch keine Gedanken machen. Dann ist es ja buchstäblich in der Public Domain. Ja, die Gefahr ist aber, und die besteht reell, dass diejenigen, die Zugriff auf diese Datenbestände haben, natürlich in der Lage sind zu entscheiden, was veröffentlicht wird und was nicht. Es gibt keinen Veröffentlichungszwang. Und zur Interkonnektivität ist es so bei Ihren Produkten, dass das auch kompatibel ist mit anderen Herstellern und anderen Produkten? Gibt es da so Schnittstellen oder wie muss man sich das vorstellen? Auf der technischen Ebene, was die Geräte angeht, da gibt es eine weltweite Schnittstelle, das ist der sogenannte ISO-Bus, ISO 11783, wo viele Bereiche der Kommunikation von Farmmanagement zu Maschinen und wieder zurück bereits geregelt sind oder gerade geregelt werden. Das ist ein ganz wichtiger Standard. Mit der Einführung von Geodaten, von Fernerkundungsdaten wird aber auch alles andere, was ich sag mal so im Computer-Datenverarbeitungsbereich so als Standard etabliert hat, von uns heute angeboten. Wir nutzen ja auch Geodaten von anderen und das ist heute eigentlich, sehe ich das gar nicht mehr so dramatisch. Und weil wir sprechen ja auch noch mit Politikerinnen, da wollten wir noch mal von Ihnen hören, was würden Sie sich wünschen oder welche Erwartungen oder Vorschläge hätten Sie an die Politik, was sich ändern müsste, um die Digitalisierung in der Landwirtschaft jetzt zu unterstützen, voranzubringen? Super. Das ganze Antragskontroll- und Compliance-Wesen bedarf dringend einer Digitalisierung. Stellenweise haben die Landwirte heute digitale Tools zur Verfügung, die sehr einfach extrahierte Datenbestände kontrollfähig machen könnten. Ich will ein Beispiel machen, wo das Standard ist in der Finanzbuchhaltung. Jede vom Bundesfinanzministerium zugelassene Finanzbuchhaltung hat heute eine GDPU-Datenschnittstelle. Ja, weiß der Teufel, was das heißt, aber die ist in jedem Programm drin. Und was ist das? Ich stecke meinen USB-Stick rein, ich drücke auf GDPU-Daten exportieren, die gebe ich meinem Steuerprüfer und mehr will der gar nicht von mir.
Dann hätte nämlich die ganze Landwirtschaftsverwaltung, Landwirtschaftskammern etc. pp. Eine Kontrollabteilung und eine Beratungsabteilung. Den zweiten Punkt ist, der betrifft dann die Implementierung von Digitalisierung in der Praxis. Dort sollte man sich überlegen, ob man nicht von reinen investiven Förderungen zu sowas wie Bildungsgutscheinen kommt, weil digitale Tools natürlich nur was bringen, wenn ich A weiß, dass es sie gibt und B weiß, was ich damit tun kann. Das wäre also mein zweitwichtigster Punkt. Der drittwichtigste Punkt ist dann derjenige, dafür zu sorgen, dass die Produkte, die die Landwirte herstellen, einen digitalen Qualitätstag kriegen. Das heißt, Produkte, die mit digitalen Daten verknüpft werden, müssen im Markt einen höheren Preis erzielen, weil sie sind einfach mehr wert. Sie sind traceable, sie stellen einen substanziellen Beitrag zur Lebensmittelsicherheit und zur Ernährungssicherheit dar. Und das wären meine 3 wichtigsten Punkte an die Politiker. Geld will ich in dem Fall gar keins. Nochmal als letzte Frage, können Sie vielleicht einen Ausblick geben, haben Sie ja vorhin schon angedeutet, wie sich das so in den nächsten 10 Jahren entwickeln könnte mit der Smart Agriculture in Deutschland? Das ist die schwierigste Frage, die Sie mir heute stellen. Und die ist nicht deswegen schwierig, weil sie aus technologischer Sicht schwierig ist. Die hat tatsächlich was mit Politik zu tun und mit Akzeptanz der Landwirtschaft in der Gesellschaft. Und die wird ganz massiv darüber entscheiden, ob Technologie eine Rolle spielen soll in der Landwirtschaft oder ob sie nur wie bisher, ich sage, das ist jetzt ein bisschen provozierend, aber wie bisher nur im Geheimen passieren darf. Was sonst passieren wird durch die weitere Leistungssteigerung der Elektronik, und die wird passiert in unserem Bereich gerade erst so, werden die Tools noch viel leistungsfähiger und kostengünstiger werden. Ich habe schon mal gesagt, Multispektralaufnahmen im Handy ist für mich eigentlich, wenn es die Kamera nicht kann, dann stecke ich eben da unten eine dran, die es kann. Und dann werden die Daten an irgendeinen Server geschickt und dann kriege ich eine Expertise. Unkrautbestimmungstools, ich sage mal nur sowas, ja. Ja, die Pflanzenschutzhersteller geben immer nur ihre 200 Seiten dicken Bücher her, wo ich mir denke, es kann doch nicht sein in Mitteleuropa. Es gibt Flora Incognita, es gibt 20 andere Apps. Also diese Medienbrüche rauszukriegen, das wird sicher was sein, was die nächste Zeit extrem stark funktioniert und dann auch die Digitalisierung treiben wird. Und dann natürlich autonome Maschinen, so halbautonom wie die Trinity. Oder noch mehr autonom. Warum soll die Drohne nicht hier hinten auf der Scheune sitzen und bevor ich draußen am Betrieb bin, mir morgens mal einen Überblick über die Flächen verschaffen? Ja, das glaube ich wird so die nächsten 10 Jahre sein und hoffentlich auch eine Erweiterung der Dimensionalität von Landwirtschaft. Wir haben vorher über den Carbon Footprint gesprochen, wir haben über Nachhaltigkeit im Boden gesprochen. Das Gleiche müssen wir natürlich auf dem energetischen Sektor schaffen.